introduce Professor Sophie Richter-Reichenbach to you. She's the Professor of Didactics of the Arts at Justus Liebig University in Gießen. And she's going to tell you about a very interesting project which we've carried out together in a joint effort at the department. Das Projekt heißt Kreative Ambulanz. Wir dachten, einen sehr griffigen Ausdruck zu finden für diese Arbeit, wo sich praktisch schon andeutet, was passiert. Und zwar arbeiten hier Studierende der Kunstpädagogik und Patienten aus dem psychiatrischen Bereich, die sich im Ambulanzstadium befinden, kreativ zusammen. The point of the project is to come up with creative art for patients, where she and some of her co-workers try to carry out an effort where patients use their creativity in order to find themselves. Es ist ein Forschungsprojekt, das 3 Jahre inzwischen andauert und wo praktisch in diesem Projekt eben die Wirkmöglichkeiten kunsttherapeutischer Arbeit untersucht wurden. The slogan of this project is "We are moving it on." What's the aim of the project? How are you going to carry it out? Das Primäre ist hier, dass die Patienten eigentätig werden. Wir tun alles, um diese Eigentätigkeit zu fördern. The main aim is to reinforce the initiative of patients themselves, to get them to become active again, because this initiative is often lost during illness. You say that your main option vis-à-vis doctors is that you don't need to come up with a diagnosis or a medical treatment, but you can use creative art in order to bring this about. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Patienten an einem Thema arbeiten, was sie interessiert, und das können die dann auch auf sich beziehen. Und dann sind sie es, die bestimmen, wie der Prozess läuft, wie viel Arbeit sie investieren wollen, zu welchem Ergebnis sie kommen. Kurz, so viel Eigentätigkeit und Selbstleitung wie möglich. You say that patients can carry out a project where they themselves find interest. So it's no longer your project, but it's their own interest in project. They can then come up with an interest into what they regard as their own wishes and their own will. Ja, es finden also eine ganze Menge Entscheidungen auf der inhaltlichen, auf der formalen, auf der gestalterischen Ebene statt. Das heißt, die Patienten machen Verursachererfahrungen, sie machen Kompetenzerfahrungen, eine Fülle von Selbsterfahrungen, wobei ich meine, dass sie eminent wichtig sind, um zu einer gesunden Identitätsentfaltung zu kommen. So you say patients will have to make a lot of decisions themselves about the activity, about the shape of things, so they will automatically begin to be creative. Their creativity will be their way to self-esteem. They will begin to experience themselves as active people who are at their own command. Der Effekt, der dabei zustande kommt, ist, was wir auch anzielen, ist einmal erstmal diese eigenständige Gestaltungsfähigkeit überhaupt zu mobilisieren und hierüber dann zu einer vermehrten Wahrnehmung der eigenen Person zu kommen. You say that by making all those creative decisions, people will become more and more aware of themselves again, and that will mean that we'll come back to their own identity and to see that they are at command themselves with regard to their own identity. Ja, also auch zur Wahrnehmung ihrer Subjekthaftigkeit, dass sie also jemand sind, der anders ist wie andere, dass sie eben sich selbst stärker wahrnehmen, andere mehr wahrnehmen und auch ihre Umwelt stärker wahrnehmen. What you're saying is that there will
reconquer the subjectivity. They will find out that they're different than other people, and being sure about being different means they can re-experience that other people are different too, and they will then be able to communicate in a better way with themselves and with the outer world. Vielleicht sollte ich noch sagen, was wir nicht machen. Also wir machen keine Diagnose, wir machen keine Rekonstruktion der Vergangenheit, wir decken keine Konflikte auf, wir machen keine Streifzüge in die psychosexuelle Entwicklung. You're not coming up with diagnoses, no psychotherapy in the word's proper sense, no inquisition into people's psychosexual development or other things. So, in other words, what you say is it's a real alternative way. It's a field where medicine doesn't go. Keine Kunsttherapie als Diagnose mittels Kunst. Das machen wir nicht. I'm going to take up this phrase because this is very important. Sophie says art therapy is not another means of coming up with a diagnosis. Art therapy must not be misused to come back to to develop diagnostic tools. She says it's quite important to regard it as something very, very different from all medical efforts. Wir gründen auf der Analyse der ästhetischen Handlungsmöglichkeiten. Und das ist das, was ich an anderen kunsttherapeutischen Ansätzen ein Stück weit kritisiere, dass das Medium, mit dem man arbeitet und mit dem man Wirkungen erzielt, kaum analysiert. Und das heißt für mich, dass natürlich die Möglichkeiten und Grenzen dieses ästhetischen Tuns eigentlich unklar bleiben müssen. You work with the means of analysis of aesthetics. And you say it's quite astounding that most artists wouldn't try to analyze their arts. So the result of that would be that artists who are not aware of the analytical results will not know where are the boundaries of the possibilities of what you do. Diese klassische kantische Frage, woher komme ich, wer bin ich, wohin will ich? Das letzte Jahr habe ich ganz unter eine Thematik gestellt, nämlich Masken in vielfältigen Variationen. So the newest topic is masks in all possible variations. Also Sie müssen wissen, dass die Patienten länger dabei sind, aber die Studenten nur immer in einem Einjahresturnus. Patients have followed her for years, whilst her students and co-workers are there for only 1 year. Es war eine sehr schwierige Situation im Anfang und ich habe mich entschieden, zunächst Gesichtsmasken zu machen. Sophie says it was a rather difficult or interesting aspect because it was all patients, new patients, and a set of new students. So she decided that the best thing to do together would be masks. Zuletzt haben wir auch Blutmasken gemacht. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen Ästhetik des Hässlichen dabei. Young or old, beautiful, ugly. So they began to understand more about the potential ego, really. Are you human or a gun? Every year that passed away. Sophie started to create huge masks with her co-workers and the patients. A mask which represents yourself. So the clay was put on these people. Then there was a separating, insulating layer on top of that. And then they were using papier-mâché as the outer layer. And only when all that was dried could they take the mask off and then obviously start painting in it. Ja, und dann bemalen, dann die Stoffe färben, die Stoffe nähen. Das heißt, es sind eine ganze Menge an Tätigkeiten gewesen. But more than that, they would also prepare
robes. They would also create their own dresses which would fit together with those masks. And they would also paint the fabric in a special way. Also da gehört sehr viel an Arbeitsaufwand, sehr viel an Ausdauer, sehr viel an Motivation zu, diese ganzen Phasen durchzumachen. Ich glaube, dass deshalb die Genugtuung sehr groß war, als die Masken fertig waren. And patients, and I suppose also your co-workers and yourself, showed a tremendous amount of endurance, of continuity, a sense of continuity, and a high degree of motivation. That really gave all of you, i.e. you, your co-workers and the patients, a high feeling of achievement. I'll still be a solid state 3. Rub it raw until God's wives learn how to sing. Arika, Arika. Wir verrücken etwas. The project here plays with the German word for mad, because in German the expression for being mad is to be moved to the wrong place. And the slogan of this project is, "We are moving it on."